Eigentlich kennen wir den Audi 200 Quattro als gediegene Sportlimousine. Wir erinnern uns, das ist das Auto, das Professor Brinkmann gefahren hat in der Schwarzwaldklinik in den 80er Jahren. Und ausgerechnet diesen großen Wagen schickt Audi damals in den 80er Jahren auf die Rundstrecke. Das ist eine abgedrehte Geschichte. Wir lieben solche Stories bei der Bremen Classic Motor Show und deshalb erzählen wir euch die ganze Geschichte des Audi 200 Quattro Trans Am. Genau genommen ist dieses Auto eine Verlegenheitslösung. Und die Geschichte geht so. Audi kommt Mitte der 80er Jahre nach und nach drauf, dass die großen Höhenflüge des Quattro im Rallye-Sport zu Ende sind. Es steht der Wechsel von der wilden Gruppe B zur Gruppe A an. Und daraufhin stellt sich natürlich in Ingolstadt die Frage, wie machen wir im Rennsport weiter? Es hat seit den Silberpfeilen der 30er Jahre keinen Audi mehr auf der Rundstrecke gegeben. Und Audi hat ja auch noch den 200 Quattro, den es auch schon in einer NASCAR-Spezifikation für den amerikanischen Rennsport gibt. Allerdings fährt Audi damit nicht auf Sieg im großen Nudeltopf, sondern nur Rekordfahrten, damals Streckenrekord für Allradfahrzeuge. Also man zählt damals 2 und 2 gewissermaßen zusammen und das Ergebnis ist der Audi 200 Trans Am. Trans Am ist eine populäre amerikanische Rennserie damals, die bis zu 150.000 Besucher an den Rand der Strecke zieht. Also eine außerordentlich imageträchtige Veranstaltung und Audi braucht auch einen Schub fürs Image in den 80er Jahren. Wir erinnern uns, es ist heute ein bisschen vergessen, Audi hat damals ein riesiges Problem mit den Automatikgetrieben des Audi 200 Quattro. Genau genommen nicht mit den Automatikgetrieben, sondern mit den Bedienungsfehlern der Amerikaner. Stichwort Unintended Acceleration. Damals gibt es Kunden, die Audi vorwerfen, dass der Audi von selbst losfährt, sich in Bewegung setzt. Es ist eine Unfallserie, es gibt Prozesse, also ein super GAU für das Audi-Image. Und dann kommt der Audi 200 Trans Am und fährt die amerikanische Rennkonkurrenz in Grund und Boden und liefert tatsächlich den großen Image-Schub, den die Marke in den 80er Jahren braucht. Die Amis lachen sich kaputt, als Audi ankündigt, mit dem Audi 200 Quattro in der Trans Am-Serie zu starten. 2,1 Liter Hubraum, das ist für amerikanische Verhältnisse ein Kleinwagen oder das Volumen eines Softdrinks. Dann aber zeigt Audi relativ schnell, dass es der Quattro-Antrieb richten kann. Der Allrad sorgt dafür, dass dieser Audi 200 Quattro, obwohl er eigentlich unterlegen ist, die Konkurrenz in Grund und Boden fährt. Unter anderem am Steuer damals Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, aber auch der zweimalige Le Mans-Sieger Hans-Joachim Stuck. Und Audi landet tatsächlich in der ersten Saison 8 Siege in 13 Rennen, obwohl das Reglement die Marke damals bitter bestraft. Zum Beispiel, das ist im Reglement möglich, dass in der Saison beispielsweise Zusatzgewichte verordnet werden oder kleinere Reifen oder Aerodynamikbremsen. Das hält den Sieg oder die Siegesserie des Audi 200 Quattro nicht auf. Insbesondere bei Regen ist er absolut unschlagbar. Aber nach einem Jahr ist der Höhenflug schon wieder vorbei, weil die Amerikaner einfach das Reglement ändern. Allrad wird verboten und es wird auch die Teilnahme von Fahrzeugen ohne amerikanische Motoren verboten. Und damit ist die Geschichte nach einem Jahr schon wieder aus. Nicht nur das Trans Am-Reglement hat damals eine gewisse Seriennähe gefordert, sondern natürlich auch das Audi-Marketing. Die Amerikaner sollten sehen, hier fährt, hier steht der Aerodynamik-Weltmeister. Wir erinnern uns, 1983 kommt der Audi 100, das Basismodell des 200, mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,30. Das ist damals eine ganz große Ansage. Der 200er ist ein bisschen schlechter, ist aber trotzdem damals noch ein sehr aerodynamisches Auto und das muss natürlich betont sein. Ansonsten findet die Seriennähe bei einem Rennauto eine gewisse Grenze. Wir sehen hier natürlich aerodynamischen Feinschliff, wir sehen die Spoiler, wir sehen die dicken Backen. Wir wissen natürlich auch aus der Geschichte, die Karosserie besteht nicht nur aus Stahlblech, sondern zu weiten Teilen damals auch aus GFK. Das gilt für das Rennfahrzeug und das gilt für dieses ganz besondere Einzelstück, weil
Es ist natürlich irritierend. Wir sehen einen Rennwagen und der Rennwagen trägt eine Straßenzulassung. Und damit sind wir bei diesem Einzelstück. Dieser Audi 200 Quattro Trans Am ist das Fahrzeug, der Prototyp, den Audi damals gebaut hat, um eine Sonderserie von 20 Kleinserienfahrzeugen für den US-Markt vorzubereiten. Dazu kam es dann nicht, weil das Reglement zugeschlagen hat. Aber dieses Exemplar hat eine deutsche Straßenzulassung bekommen, war dann auch eine Zeit lang offiziell in Werksdiensten unterwegs und hat bis heute überlebt. Also eine ganz besondere Geschichte. Und natürlich besonders ist auch, der steht nicht im Museum, sondern er nimmt wirklich am Leben teil. Dann schauen wir uns jetzt mal den Motorraum des Audi 200 Quattro Trans Am an. Ja, natürlich ist das nicht der Rennmotor aus den Rennfahrzeugen der Trans Am-Serie, weil der war in der Tat relativ extrem. Zwar Serienhubraum 2,1 Liter, der klassische Audi 5-Zylinder mit seinem kehligen Sound, aber natürlich nicht allzu seriennah. Alukurbelgehäuse, Magnesiumölwanne, Trockensumpfschmierung. Der hatte natürlich dann auch mit einem Ladedruck von 3 statt 1,7 bar nicht allzu viel. Mit der Serienversion gemeinsam Leistung damals 510 PS. Hier steckte ursprünglich der 210 PS starke Serienmotor drin. Der ist ein bisschen kräftiger geworden jetzt, seit dieses Auto wieder am Straßenverkehr teilnimmt. 380 PS, der sieht relativ seriennah aus, aber wenn man dann genau hinschaut, dann sieht man zum Beispiel, der Ladeluftkühler, der hat Ingolstadt nie gesehen, also das ist eine Heavy-Duty-Version. Also in der Tat ist dieses Auto jetzt einmal auf dem Weg zur Kräftigung, weil er jetzt nach langer Zeit des Stillstands auch im Straßenverkehr und auch auf der Rennstrecke wieder bewegt wird. Dieser Audi 200 hat ein kurzes und wildes Kapitel Allradgeschichte geschrieben. Deshalb ist er auch zu sehen auf der 4x4 Performance Sonderschau bei der Bremen Classic Motor Show. Und wir haben hier Frank Ruge, den Projektleiter der Bremen Classic Motor Show, der uns jetzt erzählen wird, was es da so alles zu sehen gibt. Es sind, glaube ich, ein paar ziemlich spektakuläre Autos dabei, Frank. Ja, absolut. Also du sagst schon richtig, es geht um Performance, es geht nicht um Geländegängigkeit beim Thema Allrad. Das Thema Allrad ist schon über 100 Jahre alt und wir werden in Sachen Performance aber auch spektakuläre Pioniere dabei haben, wie den Bugatti T53, das Allrad Bugatti-Auto von 1932, den Jensen FF, der eigentlich Allrad-Pkw als Pionierleistung, für die Pionierleistung steht. Und dann geht es natürlich weiter mit Rundstrecke, mit dem 200 Quattro Trans Am, aber auch Rallye, der Ford RS 200 Gruppe S, die verbotene Gruppe, und aber auch so exotische, fantastische Autos wie den Golf Bimotore. Also wir werden insgesamt 12 haben und es wird um die 80er, 90er schwerpunktmäßig gehen. Und er hier wird also in richtig guter Gesellschaft sein. Absolut. Und die Geschichten, die um diese Autos zu erzählen sind, sind zum Teil wirklich, wirklich abgedreht. Das heißt, es lohnt sich, da ein bisschen zu verweilen, zu schauen, zu lesen und zu erleben. Ja, weil man sie kaum sieht. Es sind Kleinserien, es sind Prototypen. Sieht man selten und wir holen sie zusammen nach Bremen. Das finde ich sehr cool, weil oft denkt man bei Allrad erstmal an Subaru und an die großen Steinbeißer und Geländegänger. Genau. Das ist also eine ganz andere Sicht, da freue ich mich drauf. Genau. Und jetzt freue ich mich auf einen Blick in den Innenraum des Audi 200 Quattro Trans Am, weil auch da wartet eine Überraschung. Ja, ich fühle mich
Nicht wie Stuck und auch nicht wie Röhrl, wenn ich hier im Audi 200 Trans Am sitze. Und auch nicht wie Hurley Haywood. Das war damals der dritte im Kreise der siegreichen Fahrer. Aber ich fühle mich eher wie Professor Brinkmann, weil ich sitze hier eigentlich in einem vollkommen serienmäßigen Audi 200 Quattro. Weil so sollte er ja tatsächlich aussehen in der Straßenversion. Die Rennfahrzeuge, die waren natürlich komplett anders. Die hatten einen Käfig, die hatten natürlich hier kein Armaturenbrett. Und im Rennfahrzeug würde ich jetzt auch 40 Zentimeter weiter nach hinten versetzt sitzen, wegen der Gewichtsverteilung. Also ich kann jetzt hier eigentlich nur nachvollziehen, wie sich der Besitzer eines serienmäßigen Audi 200 Quattro gefühlt hat. Und der hat sich, wenn er zum Beispiel von Mercedes oder BMW umgestiegen ist, tatsächlich sehr, sehr standesgemäß untergebracht gefühlt. Das sieht man diesem Auto in der Tat heute noch an. 30.000 Originalkilometer, das ist vom Zustand her ein Jahreswagen. Und er berichtet natürlich mit seinen sehr, sehr hochwertigen Kunststoffen hier, mit diesen Holzintarsien im Armaturenbrett, mit der ganzen Machart, mit diesen wunderbaren belederten Sitzen, die gut Seitenhalt, aber auch sehr ordentlichen Komfort bieten, vom Ehrgeiz der Marke Audi endlich in die Oberklasse einzusteigen, weil das war ja damals die große Mission und ein Ziel, das erst nach und nach bis zum Erscheinen des Audi A8 erreicht werden musste. Und ist natürlich dem großen Ehrgeiz von Ferdinand Piëch zu verdanken, der die ehemalige Mittelklasse-Marke Audi mit ihrer immer so ein bisschen onkelhaften Ausstrahlung zum echten Premium-Fabrikat damals gemacht hat. Wir sehen hier erstaunlicherweise einen kmh-Tacho, obwohl wir in einem Auto für den amerikanischen Markt sitzen. Das zeigt uns auch hier das Panel der Klimaautomatik. Das verrät die US-Version. Wir sehen damals das klassische Audi-Kassettenradio. Das CD-Zeitalter war im Auto gerade mal angebrochen, aber es war noch nicht üblich, einen CD-Player im Auto zu haben. Wir sehen hier die Sechsgang haben wir natürlich noch nicht. Eine Fünfgang-Schaltung. Was den Audi 200 natürlich von allen seinen Wettbewerbern unterscheidet, ist hier die Differentialsperre als Hinweis darauf, wir haben Allradantrieb. Das hatten die anderen zu dieser Zeit natürlich noch nicht. Ansonsten eine ganz, ganz typische 80er Jahre Gediegenheit, die einem natürlich sofort für dieses Auto einnimmt, aber es natürlich nicht wirklich glaubhaft macht, dass man hier in einem echten Leistungsträger sitzt mit mittlerweile bis zu 380 PS. Das ist wirklich so eine Jekyll-and-Hyde-Situation, sich hier in diesem Auto wiederzufinden. Und deshalb ist es natürlich besonders interessant, jetzt gleich festzustellen, wie fährt der sich eigentlich. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ah, der schöne Fünfzylinder. Und so ein schöner, erdiger Sound. Man kann nur eine kleine Ahnung davon kriegen, was der kann. Kurz bevor er ihn dann richtig in die Sitz drückt, müssen wir aufhören, weil der Führerschein sollte an diesem Sonntag nicht eingezogen werden. Aber der ist natürlich schon richtig hart drauf hier. Dieser harzige Fünfzylinder-Sound, so ein bisschen asymmetrisch und so ein bisschen dreckig, das ist natürlich schon sehr animierend und lädt dazu ein, ihn fliegen zu lassen, aber hier ist natürlich tempolimitiertes Niedersachsen. Das tun wir nicht. Die Vernunft wird siegen. Aber schon dieser Sound. Was nicht so ganz dazu passt, ist die Schaltung. Die operiert auf ziemlich langen Wegen. Ist auch so ein bisschen hakelig. Das war damals durchaus ja nicht außergewöhnlich. Dem Verschleiß kann es nicht geschuldet sein bei 30.000 Originalkilometern. In der Tat.
Aber da habe ich gehört vom Besitzer, dass da die Nachrüstung auf ein spezielles Sechsganggetriebe bevorsteht. Das heißt, auch da wird er dann, glaube ich, dem Fahrdynamiker ein bisschen mehr Spaß machen. Zumindest dann, wenn er auf der Bremen Classic Motor Show stand und wenn dann die nächste Saison angebrochen ist. Schlecht. Das ist schon sehr cool. Bemerkenswert, ich habe eine sehr leichtgängige Lenkung, aber trotzdem eine ganz gute Lenkpräzision. Dieses etwas dünne Lenkrad passt irgendwie so gar nicht. Da hätte man sich eher so ein Sportlenkrad, ein bisschen mehr Griffigkeit gewünscht. Die Sessel sind natürlich großartig, die sind schön straff und bieten Seitenhalt und sind komfortabel. Also eine ganz irre, so ein bisschen transzendente Mischung aus gediegener Oberklasse, aus Chefzimmer und Renngerät. Ja, also der oszilliert schon in ganz besonderer Weise hier zwischen den Welten. Wenn den Audi wirklich gebaut hätte und vielleicht nicht unbedingt mit dem Serienmotor, sondern in einer verschärften Version. Meine Güte. Da hätte das Establishment mit Mercedes 560 und mit BMW 57 auch relativ alt ausgesehen. Das heißt, es wäre auch ein tierischer Image-Schub gewesen. Wenn man die Gedanken da ein bisschen fliegen lässt, sehr, sehr, sehr reizvoll. Wir schreiben das Jahr 1987. Audi ist ja längst nicht so weit wie heute. Die Audi-Modellpalette beginnt mit einem Audi 80 mit, ich glaube, 75 PS. Es fahren da draußen noch Myriaden von Audi 100 Typ 43 in Sanitärgrün und hellbeige rum. Und das Image der Marke ist ja nicht so weit wie heute. Es ist ja noch nicht wirklich Premium. Man fragt sich ja noch, wird Audi Premium? Das wäre schon ein ganz interessanter, überzeugender Beitrag zum Thema gewesen. Also das lässt sich auch hier auf dem kurzen Streckenstück, das wir haben, glaube ich, in dieser Deutlichkeit sagen. Sehr, sehr spannendes Auto. Diese Mischung aus Schrummeln und Laderpfeifen, das ist schon sehr, sehr cool. Interessant ist auch, dass eigentlich das Fahrwerk recht komfortabel abgestimmt ist. Das ist nicht knüppelhart. Das schlägt dir nicht in die Bandscheiben. Das hat also einen durchaus annehmbaren Restkomfort. Ist straff, selbstverständlich. Das wäre für die lange Dienstreise durchaus angegangen. Eine kleine Ahnung dessen, wie das war, als Royal damit die Oldsmobiles und Chevys abgeledert hat, die gibt er natürlich schon, trotz seiner Luxuslimousinen-Anmutung. Sonst, glaube ich, ist es für die Nachgeborenen sehr schwer vorstellbar, welchen süßen Wahnsinn sich Audi damals erlaubt hat. Jesus. Natürlich hier diese ganz wunderbar übersichtlichen Instrumente, wie man sie sich heute wieder wünschen würde. Ganz analog und einfach sofort erfassbar. Temperaturanzeige, Öltemperatur, Öldruck, Voltmeter. Drehzahlmesser mit rotem Bereich ab 6,5, Tacho bis 260, alles intuitiv erfassbar. Das ist natürlich das Schöne. Wir haben hier schon ein Luxusauto mit Vollausstattung
aber im Stil der 80er Jahre halt eines, das man sofort und ohne dass man sich irgendwelche Fragen stellen muss, bedienen und beherrschen kann. Das nimmt einem immer wieder für diese Autos ein. Und einfach die Tatsache, dass Sportlichkeit nicht mit gnadenloser Härte verbunden ist, sondern immer mit so einer Restkonsilianz in der Fahrwerksabstimmung. Das ist schon nett. Dafür lebt sich dann auch mit der Schaltung, glaube ich. Ja, ein wirklich faszinierendes Auto, das in 2 Welten unterwegs ist. Das sieht man hier auch an der originalen Stadtnummer, der 44, die er heute wieder trägt. Es ist natürlich nicht seine originale Stadtnummer, sondern die von den Trans Am Autos aus der Saison 1987. Die hat der Besitzer da aufgebracht. Als dieses Auto gefunden worden ist, nach langen Jahren des Stillstands, war er einfach nur ganz weiß und hatte unspektakuläre blau-gelbe Zierstreifen drauf, weil ihn Audi damals eine Zeit lang als PR-Fahrzeug in Schweden eingesetzt hat. Jetzt ist er wieder zurück und sieht so aus wie in dieser kurzen, ruhmreichen Saison. Ein wunderbares Detail, finde ich, die betonten Hüften und diese wahnsinnig breiten Türen hier, das kennt man sonst nur aus dem Sonderschutzbereich. Das ist also wirklich sehr cool, einzigartig. Und auch dieser spektakuläre Spoiler, den hat er auch nicht getragen, den hat der heutige Eigentümer dieses wunderbaren Einzelstücks aufwendig rekonstruiert und wieder auf den Kofferraumdeckel gesetzt. Ja, jetzt könnte man sich fragen, was wäre gewesen, wenn Audi dieses Auto tatsächlich in Kleinserie gebaut hätte und auf amerikanische Highways oder vielleicht sogar auf deutsche Autobahnen losgelassen hätte. Hätte, wir kennen die Antwort nicht. Es wäre ein faszinierendes und auch ein bisschen wahnsinniges Projekt gewesen. So bleibt es eine Fußnote der Audi-Geschichte, aber natürlich eine außerordentlich spannende und spektakuläre, an die wir sehr, sehr gerne erinnern bei der Bremen Classic Motor Show auf der Sonderschau 4x4 Performance. Wenn ihr euch begeistern könnt für die Geschichte der Marke Audi, dann haben wir hier auf unserem Kanal der Bremen Classic Motor Show auch noch einen Film in der Reihe Biedermann und Brandstifter. Da geht es um das Audi Coupé und um den Sport Quattro, also die beiden Coupé-Antipoden der frühen 80er Jahre. Und ansonsten schaut vorbei bei der Bremen Classic Motor Show, bleibt gespannt. Der Besuch lohnt sich natürlich auch außerhalb der Allradwelt.